Ja, heute geht es mal um Rossmann-Düfte. Sind diese Rossmann-Düfte, diese 3 Rossmann-Düfte, die ich vorstelle, zu gehypt, einfach zu übertrieben? Ist der Hype zu übertrieben? Ich finde ja, und die werde ich euch vorstellen. 3 Düfte. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance aus Hamburg, und wir gehen rein. Ich habe die Düfte natürlich nicht gekauft. Ich werde sie hier ein bisschen vorlesen für euch bei Parfumo. Apropos Parfumo. Ich habe ja gesagt, wenn ihr mich dort anschreibt, geht's nur um Düfte. Und ja, ihr könnt mich einfach blind anschreiben, weil ich mich etwas verkleinere. Ihr könnt einfach einen Duft anfragen und wenn ich den verkaufe, dann verkaufe ich ihn, wenn nicht, dann nicht. Aber wenn ich einen Preis sage oder auch was im Zug drin steht, bitte versucht nicht irgendwie dann noch das runterzuhandeln. Ich glaube, ich habe faire Preise und ich werde nicht weiter runtergehen. Ganz einfach. Ich denke, die Preise, die ich anbiete, sind schon sehr gut. So, das aber nur am Rande, weil das nervt ein bisschen. Also nicht da immer so rum. Das macht keinen Sinn bei mir. So, der erste, also die Marke heißt, wenn ich mich nicht ganz täusche, und Vanilla. Ne? So, und das wurde hier auf YouTube von 1, 2 oder was weiß ich, wie viele Leuten auf jeden Fall gehypt. So meistens in Short-Videos und überhaupt auch, egal. Auf jeden Fall wurden sie sehr gehypt und auf TikTok erst recht. Und deswegen habe ich sie jetzt endlich in mein Rossmann, der ist so groß, mich wundert so, dass er die ganze Zeit nicht hatte, hatte ich ihn endlich gesehen. Ich hätte sie fast übersehen, aber meine Frau hat gesagt, meinst du die hier? Oh ja, ich meine die. So, und wir fangen mal mit den Vanilla Coconut. Also grundsätzlich ist Vanille drin und dann immer mit einem extra Inhaltsstoff. So, wir fangen mal mit den Coconut an. Coconut und Vanille. Natürlich sind da noch mehr Sachen drin, wie Bergamotte, Blutorange, Zitrone, Jasmin, Kokoswasser, Strandblumen, Moschus, Vanille und weiße Amber. Ja, der Duft, das hat man alles schon, also der Duft ist, sag ich mal, ich will jetzt nicht ganz das kaputt machen, der ist jetzt nicht verkehrt. Ich habe ihn jetzt nicht auf der Haut gesprüht, aber ich habe ihn da eine ganze Weile auf dem Papier gehabt und so weiter und dann auch nochmal in der Luft. Also das ist jetzt nicht so verkehrt, aber das Rad wurde nicht neu erfunden und es gibt ja so 1, 2, die gesagt haben, das ist mit einer der besten Kokosnuss-Vanille-Düfte und das ist, ja nee, das ist es auch nicht. Es ist ich finde sie trotzdem synthetisch ein bisschen, also die wurden ja angepriesen als die Düfte schlechthin, das unterschreibe ich nicht und auch der Duft wurde zu gehypt, also ich kenne bessere Vanille, Kokos, Nuss, Düfte, die Bergamotte, Blutorange, Zitrone, ja, die merkt ihr sehr schön am Anfang, das ist, ich habe das alles noch im Kopf, der Auftakt ist cool und minimal Kokosnuss, Wasser hier ja auch nur drin, das heißt, die Kokosnuss wirklich war sehr flach gehalten, grundsätzlich mehr Vanille. Und zu Amber Moschus bin ich jetzt nicht durchgedrungen, aber ganz ehrlich, ja, also der Duft ist soweit in Ordnung, aber auch nicht so, dass ich sagen muss, das ist der Kokosnuss Vanilleduft überhaupt, den müsst ihr hin, das ist die Nummer 1 bei Rossmann. Nein, genauso wie der Vanille. Also Vanilla. Der hat hier zum Beispiel eine 6,5 Bewertung. Natürlich erst 8 Bewertungen. Dafür ist die Bewertung schlecht. Und ganz ehrlich, ja, es ist genau das. Warum werden diese hochgehypt? Entweder habt ihr Geld dafür bekommen, weil ganz ehrlich, also Vanilledüfte gibt's viel. Aber wenn man das ist eine geile Vanille, Leute, ey, ich bin Vanille-Fan, ne, wie viele Männer. Ganz ehrlich, also kandierte Birne ist da drin. Eine Birne bleibt eine Birne. In dem Fall nicht, weil die Rose und Freezy, Iris, Butter, Jasmin, Nektar, Vanille, Amber, Benzo und Moschus ist da noch drin. Aber das ist ein grundsätzlicher Vanille-Duft, der sehr penetrant, auch synthetisch für mich, für meine Nase rüberkommt. Also das war kein spektakulärer Duft und dementsprechend fand ich ihn ziemlich, ehrlich gesagt, ja, wie soll ich sagen? Ich fand ihn tatsächlich langweilig, ja, weil man kennt ja diese Vanilledüfte und Vanilla, weiß ich nicht. Ich fand ihn, also die Irisbutter, klar, die wird wahrscheinlich auf der Haut besser zur Geltung kommen als in der Luft, das ist ganz klar, aber auch hier wurde das Rad nicht neu erfunden. Ihr müsst uns so davon ausgehen, dass das Rad nicht neu erfunden worden oder wird, wenn man Drogeriedüfte kauft. So, außer Ausnahmen eventuell vielleicht mal, wo da wirklich große Parfümiere dran gearbeitet haben. Ich weiß gar nicht, hat hier irgendein großer, I don't know, ich kann ja mal einmal, hier schreibt einer, zuckrig süße Vanille, die trocken etwas angekugelt riecht. Aber gut, wie eine leichtere Version von
Artisan, bla bla bla, kenne ich nicht. Leider nicht wirklich vanillig. Ich finde ihn undefinierbar fruchtig, floral, enttäuschend. Ja, floral war auch noch. Also, wie gesagt, ich mache das hier nur, um das alles so ein bisschen mal sag ich mal, nicht mehr ganz, das ist ja wahnsinnig, so scharf wie das, ihr müsst nach Rossmann, die besten Düfte, jetzt bei Rossmann. Also ganz ehrlich, Freunde. So, und ich war der Meinung, es gibt doch 4 Düfte, nee, 3 waren das. Das war dann noch der Pistazienduft. Den konnte ich leider nicht riechen, der war eingespeist. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, Bergamotte, das ist klar, das nimmt man gern bei Pistazie. Dann ist hier Sahne und Beerne wieder drin, Williamsbeerne, Heliotrop, Jasmin, Pistazie, Moschus, Tonkabohne, Vanille. Ja, ich mache das hier mal zu. Ich kann jetzt schon sagen, wie der Duft riecht. Und ein Pistazienduft, ganz ehrlich, also wo ich sage, das ist ja wohl ein hammergeiler Duft, das ist der heilige Gral, habe ich noch nicht gefunden. Das gibt's mit Pistazien nicht. Weil der Pistazienduft, das wird süß sein, das wird spritzig ein bisschen am Anfang sein und dann geht da irgendeinen auf den Sack nachher. So wird das sein. Und ich schwöre euch auch, wahrscheinlich wird er auch synthetisch rüberkommen. Ich gebe einen, der ist von Lataffa, glaube ich. Der riecht so ein bisschen, das soll auch ein Pistazienduft sein. Wahrscheinlich wird der in diese Richtung gehen. Ich weiß jetzt gar nicht, der ist sehr geil, der ist sehr stark. So, das wird der wahrscheinlich nicht sein. Und der riecht so ein bisschen nach Kinderschokolade. Ich habe hier so viel Düfte um mir rumstehen. Ja, egal. Habe ich jetzt nicht. Da ist auch Latte. Auf jeden Fall wird er wahrscheinlich in diese Richtung gehen. Was dieses Pistazienduft. Ich kann mich auch täuschen, aber die ersten beiden waren schon im Endeffekt enttäuschen, jedenfalls dieses Vanille-Ding und im Endeffekt auch der Kokosnussduft, weil ganz ehrlich, da gibt's bessere Kokosnussdüfte. Und der Pistazienduft wird jetzt auch nicht viel besser sein. Das ist ein typisches Bild. Ich möchte die Düfte nicht schlecht machen. Sie kosten 18 €. Dafür ist es ja gar nicht so verkehrt. Und wenn einer nicht viel Geld ausgeben wollen oder die Frauen nicht so viel Geld ausgeben möchten oder das reicht für Düfte und so weiter, dann kann man sich das ganz locker holen. Dafür sind die gut. Die Flakons sehen, ist jetzt auch nicht spektakuläres. Das kann man alles machen. Aber man sollte nicht erwarten und sagen, das sind die geilsten Düfte, was Vanille angeht, was Kokosnuss angeht und wahrscheinlich auch nicht Pistazie. So, das ist das Einzige, was ihr mir hier vielleicht bei diesen Review ankreiden könnt, dass ich sage, ich habe den Pistazie nicht gerochen. Aber ich denke nicht, dass der das rausreißen wird. Da müssen wir auch mal Tacheles sprechen. So, und ich wollte einfach mal klarstellen, auch ich rede nicht immer alles gut. Das ist zum Beispiel Fakt. Und ich fand die Düfte wirklich unspektakulär. Muss man nicht haben. Ehrlich gesagt, wenn ihr euch die alle 3 holt, dann seid ihr auch 60 € los. Ja, wenn man sich das überlegt, 3 Düfte, 60 € ist natürlich nicht so viel für 3 Düfte, aber das Geld kann man sich auch sparen. Holt euch einen richtigen Vanilleduft, da gibt's viele nun, ne? Und holt euch einen schönen, sag ich mal, Kokosnussduft. Da müsst ihr ein bisschen gucken, aber Vanilledüfte, Freunde, wer sagt, dass das einer der besten Düfte ist, also bitte euch, vielleicht in der Preiskategorie, obwohl nein, auch nicht mal in dieser Preiskategorie. Ich glaube auch dort, ich sage mal, ich glaube, weil ich jetzt nicht irgendwas raussuchen möchte und ganz schnell jetzt, ich bin ja sonst immer mit Freestyle hier so, aber es gibt in dieser Preiskategorie definitiv 100% andere Vanilledüfte, die den auf jeden Fall wegbören. Das würde ich mal so unterschreiben. So, ihr könnt ja mal unterschreiben, was ihr davon haltet. Ich finde diese 3 auf jeden Fall, beziehungsweise 2, aber ich wette auch der 3. wird nicht spektakulär sein. Ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben. Ich denke, die sind viel zu viel gehypt. Es geht nicht um den Preis. Es geht einfach darum, das sind die besten Düfte auf dem Markt für diesen Preis. Und etc. Es wurde ja auch noch erwähnt, bester Vanilleduft überhaupt. Und bester Kokosnussduft. Das ist natürlich alles Geschmackssache und Ansichtssache. Aber das kann ich nicht unterschreiben. Für die Preiskategorie, ja, sie sind in Ordnung. Aber auch dort wird es besser gegeben. Ganz einfach. So, das ist meine Meinung. So, dann schreibt mal runter, dann gehen Grüße raus an euch und an meine Mitglieder und dann bin ich raus und bis zum nächsten Mal.